Jeden Dienstag fahre ich nach Zürich ins Hospiz Leithaus, wo ich für sterbende Harfe spiele. Auf der Fahrt dorthin erinnere ich mich an letzte Woche. Ich weiß nie, was mich erwarten wird. Im Hospiz angekommen, gehe ich zuerst zum Empfang. Dort treffe ich Patricia. Sie händigt mir die Bewohnerinnenliste aus und informiert mich über die Ereignisse der letzten Woche. Anschließend besuche ich den Erinnerungsort und sehe im Erinnerungsbuch nach, wer letzte Woche verstorben ist. Bevor ich die Harfe im Andachtsraum hole und stimme, trinke ich noch einen Kaffee. Nachdem ich die Harfe gestimmt habe, mache ich noch ein kleines Ritual, in dem ich mich und die Harfe mit einem Aromaspray bespraye und wünsche, dass meine Harfenmusik zum Wohle aller sein möge. Esther kenne ich nun schon seit über 2 Jahren. Sie ist außergewöhnlich lang im Hospiz. Bei der ersten Begegnung entdeckte ich, dass sie ein Akkordeon und ein Schwyzerörgeli hatte. Ich forderte sie auf, etwas zu spielen, aber zuerst wollte sie nicht. Aber dann spielte sie mir doch ein Stück vor und ich begleitete sie auf der Harfe. Sie war zu Tränen gerührt. Von da an übte sie immer Akkordeon für Dienstag. Musik ist wirklich ihr Lebenselixier. Wir begannen dann gemeinsam für mobile Bewohnerinnen in den Aufenthaltsräumen zu spielen. Auch Seelsorger, pflegende freiwillige Mitarbeiter und andere Mitarbeitende freuen sich über die Musik. Und manchmal singen sie sogar das eine oder andere Lied mit. Ich finde es wunderbar, dass Esther am Ende ihres Lebens ihre Leidenschaft zum Akkordeonspiel leben kann und damit auch andere Menschen erfreut. Ich genieße die kurze Pause und den Austausch mit den Ärzten, den Pflegenden, den Officeangestellten und wer sonst noch im Speiseraum ist. Also wenn die Musiktherapeutin im Haus ist, dann ist die Atmosphäre hier im Haus eine andere. Sie ist angenehmer, die Musik dringt hier durch die Gänge. Ja, ich finde es eine sehr schöne, beruhigende Atmosphäre, die durch die Hafenmusik erreicht werden kann. Nach dem Mittagessen werde ich in die einzelnen Zimmer gehen und es gibt viele neue Bewohnerinnen und ich werde fragen, ob sie Musik wollen und welche Art von Musik. Und je nach Bedürfnis werde ich für sie spielen und auch für ihre Verwandten oder Freunde. Im Zimmer 404 habe ich eine Frau angetroffen, die sehr schwer hörte. Ihre Freundin erklärte ihr, dass ich Harfe spiele für sie. Zuerst wollte sie keine Musik, dann sagte sie ja, ein Stück. Und als das Stück fertig war, wollte sie noch eins und noch eins und noch eins. So bin ich fast eine halbe Stunde bei ihr geblieben. Sie wünschte sich sogar eine Improvisation, das ist ein
seltener Wunsch. Ich habe den Eindruck, dass die Patienten, wenn Harfenmusik am Bett ist oder wenn Veronika spielt mit der Harfe, dass dann die Atmosphäre im Zimmer eine andere ist. Sie ist harmonischer, also es kann sein, dass die Stimmung im Zimmer harmonisch ist. Muss ich gerade nach Worten suchen. Also stimmig, sehr stimmungsvoll. Es ist sehr stimmungsvolle Musik. Die Veronika spielt auch unterschiedliche Stücke. Das kann mal was ganz Lustiges, Belebendes sein. Es können auch sehr einfühlsame Stücke sein. Das ist ganz unterschiedlich und das macht auch ganz unterschiedliche Stimmungen. Zwischendurch mache ich mir immer wieder Notizen zu den musikalischen Wünschen der Bewohnerinnen. 6. Annette vom Zimmer 412 erwartet mich immer mit Besucherinnen, die sehr gerne singen. Das heißt Andro und Andro heißt im Kreis und das hat man im Kreis getanzt. Ah ja, was. Annettes Wünsche sind sehr unterschiedlich, vom Blues über religiöse Lieder, über Evergreens bis zu klassischer Musik. Zu Frank hatte ich eine besondere Beziehung. Er war über 2 Jahre hier. Mit ihm habe ich im Raum der Stille viele Audios aufgenommen, die er dann auf seinen Blog gestellt hat. Du wirst während dieser Fantasiereise Wir haben seine Gedichte und Texte vertont und Meditationen kreiert. Dazu hat er dann die passenden Bilder gemalt. Das hilft dir, einfacher, leichter und schneller, tief, entspannt, behaglich dich zu fühlen. Es kann in 3 Augenblicken geschehen. Mag sein, dass du denkst, 4 geht mir zu schnell. Und je mehr du widerstehst, desto weniger. Im Rahmen der Palliativmedizin sehen wir sehr komplexe Situationen. Es gibt Patienten, die natürlich gerne über seine Schwierigkeiten reden, aber es gibt natürlich auch andere Patienten, die schüchterner sind und die Schwierigkeiten mit ihren Erkrankungen haben. Und in solchen Patienten haben wir natürlich gesehen, Musik hilft ihnen, vielleicht ein bisschen offener zu sein, Gefühle zu äußern und für manche Patienten, die vielleicht ganz komplizierte Erfahrungen im Leben hatten oder Patienten, die Schwierigkeiten mit anderen Personen zu reden, da finden wir natürlich Situationen, in der Musik natürlich hilft. Wir haben vielleicht ein paar Patienten, die am Anfang sehr starke Schwierigkeiten hatten und da hat in dieser Situation Veronika mit ihrer Musiktherapie, mit ihrer Harfe
sehr geholfen. Und das haben wir selbst von den Patienten und von den Angehörigen gesehen. Im Hospiz spiele ich für die Bewohnerinnen in den Zimmern, aber auch in den Gängen und in den Aufenthaltsräumen. Viele Menschen aus meinem Bekanntenkreis sagen, sie könnten nicht in einem Hospiz arbeiten. Aber für mich ist es eine der erfüllendsten Arbeiten. Ich erlebe dort überraschende, traurige, lustige, skurrile und berührende Momente und ganz viele wundervolle Begegnungen.